Ja, hi und herzlich willkommen. Ich habe eine Idee gehabt und die will ich jetzt verwirklichen. Ja? ähm, Ich habe mir dazu ein paar Utensilien gekauft. Also ich habe hier Farben, Leinwände, Pinsel, ganz viele, also wirklich genug. Ja? Und Bleistifte und was weiß ich was. Und ich habe auch eine kleine Staffelei, was zum Mischen der Farben, ne? Eine Palette. Und hier sind auch noch Pinsel. Ja, ich sage euch mal was. Ich bin seit neuestem wieder bei WhatsApp. Kennt ihr ja vielleicht alle. Und damit kann man ja Sprachnachrichten verschicken. Ja? Und bei mir ist das so, dass wenn die Sprachnachrichten am Telefon angezeigt werden, dann schlagen so, je nach Stimmlage und Lautstärke, schlagen so Balken aus. Ich habe das jetzt in einem Fall mal hier ausgedruckt, um mir das auch ausrechnen zu können. Und ich will diese persönlichen, ich hab dann eine bestimmte Auswahl an Leuten gebeten, die ihre Namen, ihre Vornamen in einer Sprachnachricht an mich zu schicken. Und das haben die meisten gemacht und darüber habe ich mich sehr gefreut. Die will ich jetzt, und deren Namen will ich jetzt mit Acryl oder Ölfarbe, ich habe das noch nie gemacht, ich mache es jetzt zum ersten Mal, will ich die auf die Leinwände hier bringen. Ich habe solche Leinwände hier gekauft, alles neue, unbenutzte Leinwände. Und hier sind noch mehr. So sehen die aus. Diese haben jetzt 20 x 60, ich habe noch 20 x 50. Das spielt keine Rolle. Hauptsache das ist so schön länglich und ich kann den Namen der Leute, der Menschen, die mir das paar, die mir wichtig sind, kann ich auf die Leinwand bringen. Ja? Und ich freue mich darauf, den Menschen damit eine ganz persönliche Freude zu machen, weil es ja zum einen ist es deren Namen und er ist von ihnen gesprochen worden. Das finde ich gut. Also ja, und da Weihnachten vor der Tür steht, passt es ja. Und, ich weiß noch nicht, ob so eine Idee schon mal da war. Ich finde die gut und ich mache das jetzt einfach. Ja, also, wie würden die Engländer sagen oder die Amis, let's get to it. So, ich habe hier die in Luftpolsterfolie. Ich muss mal ein Messer holen, Augenblick. Ich hatte alles vorbereitet und das Messer nicht. So, dann schön ordentlich ausschneiden hier. Ja, wahrscheinlich muss ich noch ein- oder zweimal aufstehen. Ich habe seit Tagen, hier so ein, als wenn jemand raucht im Haus und ich muss es die ganze Zeit riechen. Ich bin da echt empfindlich, weil ich, so, da kommt die erste Leinwand raus. Artist Canvas steht da. Sehr gut eingefasst, sehr, sehr gut. Also ich habe die alle über Kleinanzeigen gekauft und ja, ich muss sagen, echt, die Leute, die mir das verkauft haben, die waren alle total nett. Echt, ich konnte mit denen im Preis handeln und die haben das sofort verschickt. Und ich habe hier, guck mal, wie viele Farben ich habe hier. Das ist ja total viel. Super schöne Farben, auch mit Glitzer und große Mengen hier, so 200 Milliliter Acrylfarbe. Und dann habe ich hier noch eine Palette mit Ölfarben, die sind auch richtig schwer. Also ich hätte nicht gedacht, dass Ölfarben so schwer sind. Wow, das sind ja kleine Tuben, ne? Und es sind 24 Stück. Und richtig, richtig schwer. Also, Junge, Junge.
Ja, und dann hier auch so eingewickelte, in so einen schön eingewickelte Pinsel in aller Größe und dann einen großen Pinsel zum Verwischen oder was weiß ich wofür, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall werde ich die alle brauchen, nehme ich an. Und, oder auch vielleicht nicht. Und bei einem war noch so ein Aquarell-Malblock dabei und dann auch noch hier so eine kleinere Leinwand hier, ja. Da kann ich vielleicht mal, wenn mir das jetzt so viel Spaß macht, ein kleineres Porträt machen und dann noch weitere Acrylfarben hier und kann jeder machen. Also es kann jeder machen für seine Freunde oder Liebsten und ist auch, ich fand das jetzt alles erschwinglich, ja. Also wenn ich jetzt so, ich habe jetzt im Moment auch nicht so, vor Weihnachten hat man ja auch immer nicht so viel Geld, weil der Monat sowieso so viel braucht. Und ja, dann habe ich das alles relativ günstig. Hier sind noch weitere Pinsel und Acrylfarben und das ist ja auch eine richtige Staffelei. Also man kann hier so ein größeres Bild einklemmen und hier auch die Höhe dann verändern. Ne? Und dann kann man da richtig malen. Ne? Wenn ich also jetzt ein großer Künstler wäre, dann wisst ihr das halt. Ja, jedenfalls fangen wir mal an hier. Ich lege das mal wieder. Das ist also schön eingewickelt, lege ich mal wieder hier rein, damit nichts drankommt. Ja. Und dann habe ich schon mal hier was ausgedruckt und dann auch überlegt, ja, wie übertrage ich das denn jetzt? Ne? Also ich habe jetzt hier 20 mal 50 als Maß und dann habe ich überlegt, dass ich ja jetzt nicht über die ganze Breite, so bis ans Ende, das sieht für mich nicht so schön aus, so gedrungen das verteile, sondern nur 46 Zentimeter. Ja? Also es wäre dann ungefähr, na, da wäre dann jeweils natürlich ein Rand und kann man sich ausrechnen, wie viel, ne? Bei 46 cm auf 50, klar. Und dann habe ich so einen Rand und über diese Länge möchte ich gerne jetzt diesen ausgedruckten Namen, Vornamen per WhatsApp gesprochen, hier aus Papier bringen. So. Das ist natürlich nicht ganz der Maßstab, ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das mache, weil es gibt zwei unterschiedliche Formen. Also ich habe einmal WhatsApp am Smartphone und dann auch am Rechner, auf dem sogenannten Desktop. Und da habe ich das ja jetzt ausgedruckt. Und der Ausdruck, habe ich gesehen, ist größer als das, was mir beim Handy angezeigt wird. Das Handy hat, ich habe das mal hier bildlich dargestellt, beim Smartphone sind nur immer in der jeweiligen Namensbotschaft des Einzelnen, der einzelnen Person, der jeweiligen, muss man sagen, Person, sind immer nur 26 Punkte bzw. Striche. Und hier sind über 40. Ja? Und das ist mir zu lang. Also sieht auch nicht schön aus. Und ja, da kommen auch manche haben dann Nachrichten aufgenommen und haben ihren Namen überdeutlich gesprochen. Und das finde ich total gut, was die Einzelnen so gemacht haben. Ne? Manchmal sind Hintergrundgeräusche zu hören und so. Ist also echt klasse geworden. Und jetzt fange ich mal an. Also ich nehme jetzt mal hier die lege ich weg. Die erste Leinwand. Oh, schau mal, hier ist sogar noch ein Keil. Das ist eine Keil. Vorsichtig. Ich mache das noch nie gemacht, also deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein, damit ich hier nichts kaputt mache. Kostet ja auch Geld und wäre schade. Ne? So, jetzt nehme ich mal die Plastikfolie ab. Hier lege ich die Keile raus. Ich weiß gar nicht, ob ich die anbringen muss, dann hätte ich auch so, aber ich werde es mal machen. So. Und dann habe ich überlegt, wenn ich das jetzt abmache, habe ich diese schöne Leinwand und hier steht, die ist sogar, also 100% Baumwolle, für Öl- und Acrylfarben vielfach grundiert. Das ist schon mal gut. Also es steht auch bei einigen anderen noch drauf, dass die grundiert ist. Ich nehme mal an, das ist gemacht worden, damit der Untergrund nicht so stark saugt. Ja, weil Leinen oder Baumwolle saugt ja unheimlich stark. Ne? Also, und
Ja, welchen Grund das genau hat, weiß ich auch nicht. Also entzieht sich meiner Kenntnis, aber also dass man das grundiert oder warum das nicht saugen soll. Vielleicht damit die Farben nicht verwischen, kann ich mir vorstellen. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, und dann mich aufklären. Ne? Ja, ich bin ein bisschen auch jetzt aufgeregt, weil ich mache ja nicht jeden Tag ein Video. Und ja, jetzt habe ich hier, ich weiß nicht so genau, wie ich das übertragen soll. Ich habe einen Bleistift genommen, wobei ich nicht weiß, ob man den dann noch sieht. Also irgendwie muss ich das jetzt hier raufkriegen. Das heißt, ich würde mir jetzt als erstes mal eine Mitte suchen. Ja, und die ist, Moment, mal nicht so umständlich anstellen. So, die ist dann hier. Und dann in dem Fall bei 25, ne? Bei 50 wäre dann, ja, habe ich schon fast gut getroffen, also wäre dann hier. Hier ist die Mitte der Leinwand, da an der Stelle. Muss ich wissen. So, und dann habe ich ausgerechnet, bei 46 Zentimetern, die ich ja jetzt nehmen will, ja, also 2 am Rand lasse ich weg, jeweils, wären also die 2 und die 2. Ja. Fange ich also hier an mit den Punkten, das ist ja am Anfang immer der Punkt, weil wenn ihr kennt das, wenn ihr eine Nachricht reinsprecht, so, ich tue mal so, als ob das mein Smartphone wäre, drückt man drauf und dann braucht man eine Weile, bis wir loslegen. Die meisten sagen ja irgendwie Hendrik, wenn sie da draufdrücken, oder Mike oder Silvia oder was weiß ich was, ja, also Stefan oder Petra, oder, also upsie. Sondern man drückt drauf und spricht dann erst, holt nochmal Luft. Und deswegen kommen bei den meisten, bei mir jetzt hier 2 Sekunden zustande. Müsste ja nicht, ne? Also könnte man auch sofort loslegen. Aber es sieht dann toll aus, wenn man es mal so sieht. Hier sieht es ein bisschen aus wie so ein Pfeil, der da nochmal so eine Spitze hat. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also hier sind die Punkte und dann kommt wie so eine Art Pfeilspitze oder Speer und dann zieht sich das hier nochmal weiter. So, ne? Und bei anderen, wenn die noch Geräusche haben, dann ist das vorher noch so, es ist klasse geworden. Ja. Und bei 46 Zentimetern, wenn ich das mache ich jetzt mal, also ich habe 46 und die teile ich durch 26, ja, dann habe ich 1,76 oder 1,77 raus als Spaltmaß für jeden Punkt. Jetzt sieht man ja, dass hier ein Abstand ist zwischen den einzelnen Punkten. So, den will ich natürlich auch auf dem Dings haben, sondern nicht hier 1,7 durchmalen, weil dann sieht man ja nichts. Ne? Und dann habe ich überlegt, ich male 1 Zentimeter jeweils den Punkt oder den Strich und dann habe ich noch fast das gleiche als Abstand. Das sieht gut aus. Also würde ich mir das jetzt einteilen, ja, indem nämlich so kleine Striche mache. Ah, Mann. Ist nicht so ganz einfach hier mit dem Tisch. Ist ja nicht so wie in so einem Atelier. Ich habe ja kein Atelier. Ich muss das ja hier in meiner Küche machen. Ne? So. Jetzt lege ich das mal so ganz vorsichtig auf hier. Oh Mann, ich glaube, das ist auch ein bisschen dünn. So fange ich an. Und dann bin ich bei 1,7 ungefähr hier. Und dann gehe ich einfach weiter, weil ich ja jetzt nicht immer eines zusammenrechnen will. Das mache ich mir ein bisschen leichter. Ne? So. Ja. Mache ich jetzt was falsch? Muss man nachdenken. Nee. So. Ich muss dann nochmal, kontrolliere ich nochmal. Ist jetzt noch nicht, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen sozusagen. Und soll ja auch schön aussehen und gleichmäßig. Ne? Ich kann bestimmt hinterher mit irgendeiner Farbe, falls man da jetzt noch was sehen sollte, die Bleistiftstriche da überdecken. Ja, ich wüsste sonst nicht, wie ich das anders übertragen soll. Also, ja, und so.
kann natürlich schon gleich 2 machen. Kann ich auch. Dann mache ich auch. Pass mal auf. Einmal für den Strich und einmal, wo es zu Ende ist. Ja, das wäre cleverer gewesen, ich hätte das von Anfang an gemacht. Aber immer so lernt man hinzu. Ne? Das heißt, ich mache einmal gleich den Bereich für den Punkt oder den Strich. Ja? Und das wäre bei 1 cm und dann noch, wo es zu Ende, wo der neue anfängt. Das wäre hier. So. Und für die erste Person, die das hier ist, die ist ja auch gleichzeitig mein Versuchskaninchen. Da nehme ich Glitzergelb. Die steht nämlich auf Gelb. Ist eine Frau. So. Ah, macht Spaß. Warte mal, musst du mal hier muss ich ein bisschen auf der Mitte bleiben. Das ist eigentlich auch egal, ob ich die Mitte habe oder nicht. Weil ich ja sowieso. Ne, habe ich nicht. Mann, ey, Alter, ist nicht gut. Ich muss mal die Mitte nehmen. Hier. Ja, doch, ist gut. Ja, ein bisschen drüber, aber. Ja. Also ich bin ja mal gespannt. Dann mache ich hier so ein Mini-Picasso. Malen nach Zahlen, malen nach Strichen. In den 70ern kam das auch, glaube ich. War in den 70ern Malen nach Zahlen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Gibt es bestimmt heute auch noch. Ich weiß es nicht. Und da konnte man, ich habe das nie gemacht, aber ich kenne Leute, die das gemacht haben damals. Ja, guck, genau 1,7. Prima, kommt hin. Also, wunderbar, ich habe es eingeteilt. So mache ich das dann bei den anderen auch. Ich habe ungefähr 3 Hände voll Leute, Menschen, die da dabei sind. Und ich habe auch so viele, Leinwände, ungefähr. Aber dann fangen wir mal an hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier eine Palette nehmen soll oder wie. Ich glaube, man hält die so. Also ihr Künstler, die erst dazu guckt, die wisst das bestimmt. Ne? Also hier bei der Palette, ist ja gebraucht alles, was ich da gekauft habe. Bis auf die Leinwände, die sind neu. Aber diese Palette hier, die ist benutzt. Und hat also hier Einfärbung. Jetzt weiß ich aber nicht, wie rum man die benutzt. Ob man die so nimmt, wahrscheinlich nicht, damit die Farben nicht runterpurzeln oder was. Ne? Oder so, weil hier sehe ich Farben. Aber ich würde die ja nicht so hier drauf mischen. Also wenn dann so. So. Ich habe das mal gesehen, so und dann, früher waren die ja aus Holz. Ne? Also weiß ich. Aus Holz und glatt und dann hat man das so darauf angemischt. Ich mache das hier. So, dann fange ich mal an mit der und einfach anfangen und machen. Ihr müsst einfach machen, nicht lang überlegen, außer jetzt bei dem Ausrechnen. Und ich mache es mir einfach. Ich nehme einen Pinsel, der ein bisschen breiter ist, hier fast 1 Zentimeter, dann muss ich nicht so viel malen. Und entscheidend ist jetzt noch, seht ihr, das habe ich nicht bedacht. Wie mache ich die einzelnen Punkte, also wie groß? Das sind ja ganz kleine Punkte und dann kommen die Striche. So. Hier ist es dann nochmal kleiner gedruckt, kann keine Sau sehen jetzt von euch. Ne? Entschuldigung,
falsche Wort, kann kein Mensch sehen. Sorry. Also hier müsste ich dann nochmal die Länge der Striche bestimmen, aber das kann ich ja auch freihand machen. Also erstmal mache ich jetzt die Punkte und ich kann die Punkte ja auch in einer anderen Farbe machen und dann den Namen jeweils in einer schönen. Also so wie ich mir das für die betreffende Person vorstelle. So mache ich das jetzt auch, genau. Also das heißt, ich nehme für die Punkte, nehme ich hier den. Da mache ich dann immer so einen Punkt. Ach so, ich habe hier, gut, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe ja erst später angefangen, die Abstände einzutragen. Das muss ich noch machen hier, ne? Also hier den Zentimeter. Oh, meine Nachbarn über mir laufen mit Schuhen durch die Wohnung, also irgendwelchen Festen, die mehr Lautstärke bereiten als sonst. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt eine Musik einschalten würde, so fertig, wenn ich jetzt eine Musik einschalten würde und die würde jetzt dann bei YouTube mitlaufen. Ich habe ja für die Musik, könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, also wenn ich jetzt eine CD einlege, sagen wir mal hier, was habe ich denn hier, Pulp Fiction. Wenn ich jetzt Pulp Fiction einlegen würde, würde das also jetzt für mein Vergnügen hier hören und ihr würdet das mithören. Müsste ich dann eine Gebühr bezahlen? Also wäre mal interessant. Ich möchte natürlich jetzt hier keinen, nicht irgendwie, ist ja dann mein Vergnügen. Ja, also ich habe die ja gekauft irgendwann, also auch wahrscheinlich dann GEMA oder was man da bezahlt, die Rechte dann mit dem Kauf erworben. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, stellt das ja nur meinen Geschmack, meinen Musikgeschmack dar. Ne? Ja, mache ich das jetzt? Mache ich einfach jetzt. Ne? Genau. Oder nehme ich was anderes? Ich nehme was anderes. Ich nehme. Was nehme ich denn da? Ich nehme die. Auch gut für die Musik. Gleicher Regisseur. Ja. So. Ja. Kennt der eine oder andere vielleicht. So, dann fange ich mal an. Ich mache aber erst die Punkte. Und die Punkte hätte ich gerne auch wirklich in diesem Grau. Dafür muss ich wahrscheinlich schwarz und ein bisschen weiß mischen. Ne? Dann kommt Grau raus. So weiß ich das noch aus der Schulzeit. Da gucken wir mal. Kann ja nur gut werden. Ich bin ja so gespannt. Ach Mann, ist das aufregend. Wirklich, also ich habe... Wann habe ich das letzte Mal gemalt? Mit Acryl- und Ölfarben noch nie. Ich habe Autos ein bisschen teillackiert und sonst mal vielleicht mit meinen Kindern zusammen, als sie kleiner waren. Mal sehen. So, jetzt habe ich hier schwarz genommen. Da muss man ja sparsam sein, erstmal am Anfang. Ne? Und dann mache ich ein bisschen weiß rein. Erstmal so einen Tropfen. Boah, ich glaube, das ist zu viel, oder? Oh, krass, ey. So, dann nehme ich den ich auch gleich nehmen will. Ja. Und misch mal schön durch.
Geht's? Ja, ich glaube, ich habe... Scheiße. Entschuldigung. Also, es geht schlecht, aber es geht. Es sind zwei verschiedene Hersteller. Ich hätte den flüssigeren nehmen sollen. Wisst ihr was? Mache ich jetzt auch. Ich spüle das nochmal ab. Kann man bestimmt abspülen. Halt mal kurz an. So, jetzt hat der Song natürlich, hat das Video angehalten. Der Song hat natürlich weiter gespielt. Nicht wundern, ne? So, jetzt wieder sauber hier. Und auch trocken. Pinsel auch. Ich lasse mal das Tuch hier. Brauche ich bestimmt nochmal. Und dann nehme ich nämlich das Weiß. Ja. Titanweiß. Haha. So, pass mal auf. Jetzt nehme ich mal nochmal schwarz. Wie viel brauche ich denn? Man sieht nur, ich zähle mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der wird schon dicker. 10, 11, 12, 13. Dann brauche ich nicht viel. Aber ich mache ja noch mehr heute. Nicht der letzte, ne? Ich weiß noch nicht, wie schnell die Farbe trocknet. Ich fange mal mit wenig an. So. So, seht ihr? Kleiner Klecks hier nur. Und jetzt? So, ein bisschen Weiß drauf. Zack. Und dann normal. Ja, das lässt sich wesentlich besser verarbeiten, aber ich stelle fest, aha, das reicht nicht. Also mir. Das muss heller sein. Es ist ja nur, das muss heller sein, es ist ja nur der Kontrast. Ja, das ist gut, das ist gut. Oh ja. Oh, ich werde ein richtiger Mischer hier. The Ford Mishi. Oh ja. Und wichtig ist, dass ich das gut vermische, glaube ich. Weil ich möchte natürlich dann auch keine... riecht ein bisschen wie Wandfarbe. Oh, macht Laune, echt. So, pass auf. Machen wir mal. Also 13 Punkte, ne? Ja. Also 8 mache ich jetzt erstmal. Ich habe jetzt Schiss, muss ich echt sagen. Also aha. Oh geil. Die müssen nicht gleich aussehen, ne? Aber so wie ich das jetzt mache, weiß ich genau, ich muss den Bleistift hinterher noch mit Weiß übermalen. Ja, der ist zu sehen. Also, oder ich übermale ihn direkt. Kann ich natürlich auch machen. Dann werden die Punkte aber größer, gefällt mir nicht. Ich kann auch Striche machen. Ja. Striche kann ich auch machen. Ey, das ist schwierig. Leute, das ist echt nicht einfach. Aber wisst ihr was man machen kann? Man kann das alles drehen und dann richtig auftragen. So. Dann sehen die ein bisschen gleichmäßiger aus. Ich kann ja auch zum Beispiel die Palette hier liegen lassen und immer die Leinwand drehen. So. Es ist nicht wichtig, ja, ob die Striche
quadratisch sind oder so. Das spielt keine Rolle. Die sind hier auch nicht. Also in der Sprachnachricht sind die auch nicht, finde ich, nicht quadratisch oder Punkte. Wichtig ist, dass die Abstände gleich sind. Also dass ich die Amplituden oder wie man das nennt, also richtig übertragen kann. Ne? 8 habe ich jetzt gesagt. Also loslegen. Oh ja. Ich sag euch Leute, das ist nicht einfach, ne? Und ich glaube, der Pinsel ist zu groß. Ich nehme einen anderen. Das ist gut. Ich kann mir vorstellen, und das ist auch echt entscheidend, ne, wie man drückt. Also die werden ja immer breiter. Ja? Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Hoffentlich kann ich das korrigieren. Ich habe zu viel gemalt. Kann ich nicht. Okay, muss ich trocknen lassen und drüber malen. Ach Mann, wenn ich so im Eifer bin, dann ist, ja guck, dann ist... Also ich habe 2 zu viel gemalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die 2 sind zu viel. Das heißt, weg. Trocknen lassen. Tut mir leid. Ja, aber so ist es. Ich war jetzt so aufgeregt, habe daran gedacht, wie ich das weitermache und tja. Pech. Jetzt male ich die Striche. Ne, ich male erst die anderen am Ende. Da sind ja noch Punkte am Ende. Pass auf, da sind noch 1, 2, 3. 3 am Ende. So, das sieht schon mal gut aus. Jetzt habe ich leider hier ein bisschen Mist gebaut, aber ich hoffe, dass wenn das durchgetrocknet ist, ich das korrigieren kann. Ne? Und ja, was mache ich jetzt damit? Schon gleich auf die nächste übertragen. Jo.
Wieso habe ich die ganze Zeit das Gefühl, Zigarettenqualm in der Nase zu haben? Ich kriege eine Macke. Das habe ich letzten Winter auch schon. Echte Macke. So, das lasse ich jetzt trocknen. Oder wisst ihr was? Das geht das gleiche nochmal, ne? Also die 26 übertragen, sind ja immer 26. Und dann sehen wir weiter, ne? Hier die Mitte ermitteln. Da. Auch am Ende nochmal, damit ich Maß halten kann. Oh, hallo. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. I rode right back across Arkansas. I whipped her brother and I whipped her pa. I found that girl with the golden hair. She was riding on a Tennessee mare. Pretty little baby on the cabin floor, a little horse colt playing around the door. I love the girl with the golden hair and the Tennessee stud. Und bei der nächsten Nachricht muss ich gleich mal ausschalten, weil das ja eine andere Kurve ist. Die muss ich erst übertragen. Ja. Also ausdrucken. Oder ich kann anhalten und das am Rechner machen, genau. Mache ich auch. So, weiter geht's. Bestimmt gibt es eine bessere Methode, das zu übertragen. Die weiß ich jetzt aber nicht. So, entschuldigen wir kurz. So, mit weiteren. Ja.
gerade den Lappen hier, ne? Da. Ist noch nicht ganz getrocknet, aber ich muss mich beeilen. Trocknet schnell. So, jetzt muss ich die 26 einteilen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ich sag mal, alles klar? No. Musst die Musik ausmachen. Ich bin so einer, der beim Rückwärts einpacken Radio leiser machen. Ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Boom. Hier. Dann sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komm. Fangen wir an. 7. Oh, da bin ich rangekommen. Habe ich schon gemerkt. Aber die Farbe ist noch nicht hart, das ist gut. Also. Super. Rüben, ne? 7. Nicht mehr. Remember, da habe ich Mist gebaut. So, jetzt noch ein bisschen hier egalisieren. Soft. Schön machen. Das ist jetzt für einen jungen Mann. Sieht super aus. Leute, ich sag euch, man muss so vorsichtig sein. Ne? Ich denke da gerade an, was weiß ich so, an die großen Künstler, wie sie alle heißen. Ne? Dali, Picasso, Chagall, Magritte, Klee, oh, you name it. Ne? Und die, wow, die viel Geduld haben mussten, wie die gemalt haben, mit kleinen Pinseln und wie lange das gedauert haben muss, solche Bilder zu malen. Ne? Oh, unglaublich, unglaublich. So, das habe ich gemacht. Ich schaffe noch ein drittes. Garantiert. Pass auf. Lege ich die Pinsel so hier hin. Und dann mache ich heute nur 3. Und ich kriege auch langsam Hunger. Ist jetzt 1 Uhr, 13 Uhr. Und langsam knurrt mir der Magen. So. Ja, das muss ich euch jetzt nicht zeigen, ihr habt das jetzt alle gesehen. Ich halte mal an und dann mache ich weiter, wenn